Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und bevor das eigentliche Thema losgeht, kurz zum internationalen Gildenfight von dem heutigen Tag. Wir sind natürlich wieder einen Rang aufgestiegen, Black Bull allerdings auch. Wir haben ja gestern gegen Revolution of Demons gespielt, heute haben wir gegen Phoenix gekämpft. Den Kampf lasse ich kurz mal im Hintergrund hier so ein bisschen laufen und mach mal den Sound vielleicht noch ein bisschen leiser. So, denn ich habe gestern einen Screenshot gefunden von Shakes and Fidget, die auf einen Kommentar geantwortet haben, beziehungsweise heute war das gewesen. Und ja, die haben da eine ganz interessante Sache eigentlich beantwortet, ne? Ich zeige euch das Ganze mal. Warum nimmt man nicht endlich alle Spieler und haut sie auf einen Server, damit endlich wieder Aktivität reinkommt? Darunter hat Shakes and Fidget geschrieben, Serverzusammenlegungen werden später dieses Jahr möglich sein. Ja, also, dass Serverfusionen ja erst möglich sind mit dem neuen Backend, das wissen wir ja bereits. Und macht natürlich keinen Sinn, eine Serverfusion oder eine Zusammenlegung halt, ne, ist ja das Gleiche. Was soll das denn? Das ist ja frech, das vorher zu tun, ne? Und es wurde ja, achso, ich war übrigens auch hier wieder in der Internationalen, aber da habe ich hart auf den Sack bekommen, da habe ich leider nicht reingekrittet, den kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, der ist gleich vorbei. Ja, auf jeden Fall, wurde ja uns gesagt, dass die Serverzusammenlegung eventuell kommen könnte, wenn das Backend halt auf jedem Server drauf ist. Die Hauptmission ist es ja erstmal, das Backend auf jeden Server raufzukriegen und es dort funktionstüchtig zu machen, beziehungsweise dass es dort halt eben flüssig läuft, ohne Probleme, ohne Bugs, ohne Lags, ohne Performance, Einbrüche etc. pp., ohne ständiges Ausloggen, ne, was ja momentan auch nur gemacht wird, um halt die Server auch so ein bisschen zu entlasten. Und wenn das alles gefixt sein sollte, und das war ja so, wie gesagt, die Hauptmission dieses Jahr von 2022, dann kann man sich eventuell anderen Themen widmen. Es wurde, glaube ich, im Interview schon mal angeschnitten mit den Serverfusionen, wurde aber nicht direkt drauf eingegangen. Und ja, dieses Bild hier, beziehungsweise der Kommentar, der lässt auf jeden Fall Spielraum für Interpretation. Serverzusammenlegungen werden später dieses Jahr möglich sein. So. Also ist natürlich die Frage, werden Serverfusionen später dieses Jahr eventuell noch angestrebt? Werden die kommen oder ist das erstmal nur so, ja, ein Kommentar so zum, dass man halt eben auf den Wunsch der Community, beziehungsweise auf den Wunsch des, Verfassers dieses Kommentars halt so ein bisschen eingeht. Ich fand es aber ganz interessant, das mal zu thematisieren im Video, dass es eventuell schneller gehen könnte, als das vielleicht den einen oder anderen lieb ist. Dazu möchte ich euch ganz gerne nochmal in die Kommentare möchte ich nochmal aufrufen, in die Kommentare zu schreiben, was ihr generell von der Serverfusion haltet. Seid ihr da mehr pro oder so eher so negativ dem ganzen Thema gegenübergestellt? Weil ich weiß zum Beispiel von einigen alten Hasen, sag ich mal, die schon seit Anfang an mit dabei sind, die feiern ihre alte Serverdynamik so, die sind da alt eingesessen. Da ist zwar nicht mehr so viel los dann auf den Server, allerdings herrscht dort halt eben eine ganz eigene Dynamik, eine Gildendynamik, eine Ehrenhalle-Dynamik, so eine Heldendynamik, ne, die halt, man hat halt eben so seine Pappenheimer, sag ich mal, ne, gegen die man immer kämpft und gegen die man sich misst, gegen die man sich vergleicht, so, ne, das ist ja auf meinem Server, ist es ja auch so, ne, da habe ich auch 1, 2, 3 Konkurrenten, die da auch sehr gewillt sind, dass ich die nicht überhole. Und das ist natürlich so ein ganz cooles, Race, was man da dann halt hat. Und deswegen bin ich noch nicht so ganz hart davon betroffen. Es gibt also so eine Beispiele meine ich halt mit eben so diese alteingesessene Dynamik von einem Server. Das würde man halt eben kaputt machen. So, hier haben wir übrigens gewonnen. Das würde man halt eben kaputt machen, wenn man eben dem entgegengeht und sagt, ey, wir schmelzen jetzt hier alle Server zusammen. Dann, ne, man hat halt so seine bekannte Rangliste hier, ne, mit dem man sich halt eben so ein bisschen misst untereinander.
Und die würde man dann wahrscheinlich später dann gar nicht mehr sehen, weil dann der eine auf dem Platz ist und der andere auf dem Platz und dazwischen sind dann auch nochmal irgendwie 50 Plätze oder so, keine Ahnung. Ne? Und dann sind die halt alle eben nicht mehr so beisammen, sag ich mal. Ne? Das stört dann halt eher die Alteingesessenen. Das ist eher so das, warum man sowas nicht machen möchte. Ne? Natürlich gibt es dann halt auch aber eben die Beispiele von Servern, wo halt eben fast gar keine Dynamik mehr drauf ist, wo ein Spieler den ganzen Server dominiert und ja, unter dieser Inaktivität des Servers auch dann dementsprechend die Gilde leidet und dann halt auch dadurch resultierend die einzelnen Boni für halt eben diese einzelnen Starken in der Gilde, ne? Und dadurch kann man halt eben oftmals auch nicht das Potenzial rausholen. Ein Teil wird, denke ich mal, bei mir sicher auch dazu beigetragen haben, dass halt zum Beispiel Flames of Destiny eben so inaktiv war und halt eben auch die Boni, gut, die waren jetzt nicht so schlecht gewesen, die haben ja jetzt fast schon wieder eine Tausender-Ritterhalle, darum geht es gar nicht so, ne? Aber halt eben auch Hydra ist auch ein ganz großer Faktor zum Beispiel, wo sich Leute halt eben dazu auch bewilligen, eben eventuell eine Gilde zu wechseln. Ne? Das kommt dann mit einher, wenn die Gilde per se nicht mehr so ganz aktiv ist, dann vielleicht noch ein, zwei andere Kriterien und schon steht dann halt eben der Wechsel fest. Dann wird das Ganze eben noch gefestigt durch den Elevator jetzt nochmal, ne? Weil die Belohnungen dort halt eben auch nochmal immens sind, was eben auch nochmal dazu führt, dass halt eben einzelne Mega-Gilden auf toten Servern gebildet werden und Gilden, die einigermaßen durchschnittlich sind und da halt eben Spieler hervorbringen, die ein bisschen mehr wollen, eventuell dann zu einer anderen Gilde wechseln und dadurch der Server dann noch mehr ausstirbt. Ne? Und durch dieses Massensterben, sag ich mal, übertrieben gesagt, ist es halt eben auch ein Vorteil für die Leute, dass halt eben Server auch zusammengelegt werden können. Ne? Ich muss sagen, ich würde jetzt damit nicht rechnen, dass das dieses Jahr noch geschehen wird mit den Serverzusammenlegungen, weil ich glaube, dass die noch wirklich sehr viel noch mit dem neuen Backend zu tun haben werden, dass das sich erstmal alles einspielen muss und da halt eben auch eine gewisse Routine, sag ich mal, dann entsteht, bevor das alles dann wirklich so läuft, dass man da so etwas Großes angreifen kann. Ich würde es mir auf jeden Fall nicht wünschen, dass es dieses Jahr noch stattfindet, weil sowas halt eben auch sehr viel Vorbereitungszeit braucht. Ich weiß nicht, wie im Hintergrund daran jetzt gearbeitet wird an sowas. Allerdings glaube ich nicht daran, dass das jetzt noch dieses Jahr was werden sollte, weil hier halt eben Shakes & Fidget geschrieben hat, dass dieses Jahr noch möglich sei. Aber ne, möglich ist es, ja, durch das Backend, wenn es überall drauf ist. Ob es passieren wird, das ist dann halt eben noch die andere Frage. Ich bezweifle es. Ne? Davor kommt wahrscheinlich vielleicht noch anderer Content als eben diese Serverzusammenlegung. Ich weiß nicht, wie sehr das halt priorisiert wird da von dem Team. Ich würde es mir aber wünschen, dass die sich damit sehr, sehr viel Zeit lassen, weil bei diesem heiklen Thema darf halt wirklich nichts schief gehen, so, ne? Da darf halt eben, da dürfen keine Bugs sein, so, ne? Oder zumindest keine, die so irgendwie game-changing sind, ne? Dass da halt irgendwas Krasses passiert. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was da passieren könnte, alles. Ne? Aber auf jeden Fall muss da alles reibungslos laufen, flüssig. Und dazu müssen dann halt auch eben die Server flüssig laufen. Und wenn das halt eben auch noch nicht gegeben ist und die Performance noch nicht hinhaut, dann wäre es auch nicht gut, wenn man da halt eben schon an solch eine Thematik rangeht. Ja, 19-köpfige Hydra haben wir hier. Ich denke mal, die 20er werden wir noch packen. Wir haben es jetzt gerade mal 7 Stunden des heutigen Tages sind vergangen, also die 20er packen wir heute definitiv auch wieder. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, zu dieser ganzen Serverfusionsthematik. Wir hatten das Ganze ja schon öfter mal thematisiert in den Videos. Ich fand es nur sehr erstaunlich, dass halt eben auf den Kommentar eingegangen worden ist mit, es ist dieses Jahr noch möglich, dass ja, so eine Serverzusammenlegung stattfindet. So, ne? Aber das
Okay. Aber das halt eben, wie gesagt, nur auf den, ja, ne, dass es halt eben möglich ist, dass es passiert, ist glaube ich, eher unwahrscheinlich so, ne? Ja, aber da sind halt auch noch viele andere Sachen halt eben möglich, ne? Da ist halt eben auch nicht nur so eine Serverfusion möglich, da sind vielleicht auch neue Features in der Zukunft möglich, weil viele haben auch, glaube ich, bei meinem einen Video, was ich gesagt hatte, wo ich gesagt hatte, sollte man aufhören mit SF und so, ne? Da hatten viele geschrieben, dass denen die Gründe fehlen, worauf man überhaupt wartet oder warum man überhaupt diese schlechte Performance momentan hinnimmt. So, das fehlt wohl irgendwie den Leuten, ne? Genaue Features kann ich euch dann natürlich auch nicht sagen, ne? Da weiß ich genauso wenig wie ihr. Das kann ich euch nicht verraten. Vielleicht wird da nochmal eines Tages nochmal genauer drauf eingegangen. Aber das wahrscheinlich dann erst, wenn es soweit ist. Das Einzige, was ich halt weiß, was halt eben auch schon öfter gesagt worden ist, dass halt eben, wenn halt eben alles mal so sich eingefunden hat und sich eingespielt hat, dass halt eben Features in der Zukunft möglich sind, die halt jetzt oder beziehungsweise auf dem alten Backend nicht möglich waren, dass halt eben an den Servern gearbeitet werden kann, ohne dass die eine großartige Downtime haben. Ne? Diese Serverwartung um 4, die gibt es ja auch nicht mehr auf dem neuen Backend. Die Server werden nicht mehr zurückgeschaltet. Klar wird man jederzeit jetzt immer ausgeloggt und so, aber das hängt halt eben auch noch wahrscheinlich mit der momentanen Performance halt eben zusammen. Aber so ein Backend, so wie ich mir das sagen lassen habe, das muss sich erst ein bisschen einspielen irgendwie, das muss ich zurechtfinden oder so. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Profi, aber das muss halt eben erst so ein bisschen angepasst werden oder passt sich halt den Ganzen erst an, bevor es dann nachher wirklich komplett funktionstüchtig ist. Ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Das wollte ich mal heute gesagt haben in dem Video. Und ansonsten bin ich gespannt, was ihr zu der ganzen Thematik zu sagen habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese alles durch. Ich antworte nicht immer überall drauf, aber ich lese auf jeden Fall jeden einzelnen Kommentar. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.